So, machen wir jetzt das Lenkrad weg. Einmal drehen, Kabel raus. Ich bin auch stolz, weil ich ein Projekt im Kopf realisieren kann, das nicht jeder machen kann. Eine Mutter raus, dann muss es funktionieren. Ich kann das nur machen, weil ich habe Karosserie und Lackiererei. Interesse ist da, Herzblut und Liebhaberei. Das muss alles passen. Ich rechne gar nicht, weil ich was im Kopf habe, setze ich durch für jeden Preis. Das ist handwerkliche Kunst gleichzeitig und ich sehe das Ergebnis, wie es war. Morgen Zusammenbau. Was für eine Arbeit hinten steckt und was ist das Ergebnis, das macht einfach Freude. Dann nachher gucke ich mal, was wir gemacht haben. Ich freue mich wie ein Kind. Machen wir Schuhe weg. Eigentlich mit Fuß so raustreten, Scheibe. Das ist gut. Am Stadtrand von Weingarten liegt Ahmed Yadimicis Karosserie- und Lackierwerkstatt. Sein Spezialgebiet: alte VW-Käfer neu erstrahlen lassen. Doch das ist weit mehr als nur ein bisschen Farbe. Ja, Käfer ist von meiner Kindheit her immer Lieblingsauto. Wir haben auch einen Nachbarn, der ist von Deutschland in der Türkei mit Käfer gekommen, dadurch vielleicht. Aber für alle diese Rundungen hat mir immer gut gefallen. Und ich wollte immer einen Käfer haben, könnte ich leider nicht leisten können. Mittlerweile habe ich schon ein paar Stück. Tatsächlich zählt Ahmed bereits 30 Käfer zu seiner privaten Sammlung. Über 100 hat er im Kundenauftrag restauriert. Oft gestaltet er sie um und gibt ihnen einen völlig neuen Charakter. Sein neuester Fund steht noch ganz am Anfang seiner Verwandlung. Wir haben hier eine sogenannte VW-Käfer 1200L. Das L heißt Lux, Luxusfahrzeug, was wir hier haben. Was ist Luxus? Die Stoßstangen sind Chromstoßstangen, Zierleisten sind da Chrom. Was haben wir hier? Hutablage, ganz wichtig, das haben wir auch da als Luxus. Damals war ein ganz anderer Maßstab natürlich. Für diese Zeit war ein Luxusfahrzeug. Ja. Baujahr 1977. Die letzten 15 Jahre hat der Käfer unter einer dicken Staubschicht in einer Garage verbracht. Ahmeds Plan? Das ehemalige Luxusfahrzeug für den kleinen Geldbeutel soll in grün-weißem Lack als Retro-Polizeikäfer auftreten. Ein Unikat, natürlich kein echter Streifenwagen. Doch bevor das Lackieren beginnen kann, sind noch viele Stunden Vorarbeit nötig. Ohne Zerlegen solcher alte Autos ist nicht möglich. Zusammengebaute Lackieren ist Fusch. Allein Lack drauf, alte Karre geht nicht. Das macht viele Leute und im Endeffekt nach ein paar Monaten später wieder kostet. Muss getrennt lackiert werden, dass man überall jeden Kanten und Ecken reinkommt. Ich bin für Kernsanierung A bis Z. Dann habe ich die nächsten 10 bis 15 Jahre Ruhe. Viele Vorbesitzer, viele Reparaturversuche. Ahmed prüft genau und entscheidet, was ersetzt werden muss. Oh oh, Überraschung. Also wir haben hier Aquarium hier quasi. Die hat man bereits schon mal repariert, das heißt Reparaturblech eingesetzt. Das ist eine gute Lösung. Aber was die vergessen haben, hier Ablauflöcher zu bauen. Also wir bauen mindestens 2, 3 Ablauflöcher vorne, hinten, Mitte. Am besten mehr und das Wasser abläuft. So in diesem Fall.
Dieses Fahrzeug nach ein paar Jahren ist wieder durchgerostet. Das heißt, braucht man neue Türe. Das Aquarium in der Tür hat zu viel Rost geführt. Die Tür wird ersetzt. So. Ahmet, ursprünglich Lehramtsstudent aus der Türkei, kam 1991 der Liebe wegen nach Deutschland. Hier machte er eine Ausbildung zum Karosseriebauer und Lackierer und entdeckte seine Leidenschaft für die Restaurierung von Käfern. So, machen wir jetzt Lenkrad weg. Einmal drehen. Muss funktionieren, Kabel raus. Hier ist eine Mutter raus, dann muss es funktionieren. Durch die modulare Bauweise ist das Zerlegen des Käfers überraschend einfach. Jeder konnte ihn gut selbst warten. Fast nichts ist verklebt. Spezialschrauben wie Torx sucht man vergeblich. Einfach meistens Kreuz 10 oder 13, also besondere Schrauben gibt es nicht. Kein Torx, keine Vielzahn, keine Sicherheitsschraube, nichts. Alles ganz einfach. Nicht Volkswagen, soll auch günstig sein, dass jeder leisten kann. Darum, die haben über 21,5 Millionen verkauft, also nicht umsonst. So, auch draußen. Jetzt der Lenkrad auch draußen. Dann machen wir gleich Armatur raus. So, hier auch draußen. Okay, jetzt war's. So sieht's aus, unser Armatur. Klein und fein. Und wiederverwendbar. Nach Stunden akribischen Zerlegens liegen die Teile gut sortiert vor ihm. Durchrostete Teile lassen sich nicht mehr aufbereiten. Doch zum Glück gibt es für den Käfer auch heute noch eine breite Palette an Ersatzteilen, von Originalen bis zu hochwertigen Nachbauten. Über die Jahre hat sich Ahmet zudem ein kleines eigenes Lager aufgebaut, aus dem er jederzeit schöpfen kann. In Weingarten und Umgebung kennt man Ahmet als Käferkünstler. Seine humorvollen Objekte, charmante Verwandlungen des Kultwagens sind beliebte Blickfänge und verschönern die Ortseinfahrten. Ich mache Kunst, ich liebe es. Ich habe auch tausende Ideen im Kopf zum Realisieren. Sonst wird ja langweilig, wenn man jeden Tag nur Kotflügel lackiert, Stoßstangen geht. Das ist nicht mein Lebenart. Immer was Neues dadurch leben wird auch schön, finde ich. Ahmet stellt seine Verwandlungsprojekte oft für Veranstaltungen zur Verfügung. Sie sollen zum Schmunzeln oder Nachdenken anregen. Der nachgemachte Polizeikäfer soll künftig an Verkehrstagen und Polizeifeiern für Retro-Feeling sorgen. Entkernt und zerlegt wird nun die Karosserie auf Rost untersucht. Ahmet schleift den oberflächlichen Rost ab. Um den Zustand genau beurteilen zu können, reicht der oberflächliche Blick nicht aus. Rost kann sich auch unter der Lackhaut bilden. Haben wir wieder eine Überraschung leider. Das sind meine Schleifspuren. Spachtel, da haben wir ja alte Spachtel da.
Anstatt Blech instand setzen, leider die sind hingegangen, einfach gespachtelt. Jetzt mal, natürlich müssen wir an dieser Stelle mindestens so Reparaturblech einsetzen, reparieren. Viel Arbeit, jedenfalls. Ist nicht so einfach, wie man vorstellt. Ausbauen dauert fast einen Tag. Also da sind schon ein paar 100 Stunden jedenfalls dabei. Stellen wie diese entfernt Ahmed vollständig. Der Rost hat sich zu tief in das Material gefressen. Hier bleibt nur noch der Einsatz eines angefertigten Reparaturblechs, um die Stabilität wiederherzustellen. Also, sicher, natürlich schöne Überraschung. Seit Jahren, über 30 Jahren, das ist ja Wahnsinn. Durch diesen Dreck sammelt sich natürlich Feuchtigkeit, Wasser, fängt zum Rosten an. Das ist halt Arbeit. Dauert schon ein paar Stunden, bis wir das wieder hinkriegen. Anschließend muss natürlich entsprechend der Hohlraum versiegelt werden. Große Baustelle, aber kriegt man trotzdem hin, ja. Der Rost ist nun vollständig entfernt. Das Innenleben ist mit Rostumwandler behandelt und aufwendig wieder aufgebaut. Das passgenau zugeschnittene Blech kann jetzt endlich draufgeschweißt werden. Für stark beanspruchte Stellen reichen Reparaturblech und Spachtelmasse allein nicht aus. Ahmed entfernt hier den Rost gründlich. Spachtelmasse müsste er so dick auftragen, dass sie auf Dauer abblättern könnte. Er greift daher zu einer bewährten Technik aus dem Karosseriebau, dem Verzinnen. Das sorgt für eine stabile, rostfreie Oberfläche und verleiht der Karosseriestelle die notwendige Stabilität für die kommenden Jahre. Das ist wie Teig. Der kann man aber nicht viel spielen mit Teig. Einfach, das wird immer schneller trocken. Grob sieht so aus. Rest kann man schleifen. Das Verzinnen ist beim alten Käfer noch problemlos machbar. Bei neueren Autos sind die Bleche jedoch oft zu dünn, um der Hitze beim Auftragen des Zinns standzuhalten. Der Käfer hat noch deutlich dickeres Metall. So, also jetzt kann man im Grunde genommen spachteln und loslegen. Der zweikomponentige Grobspachtel wird dünn auf die zuvor geschliffenen Stellen aufgetragen. Er eignet sich auch zum Ausbessern kleiner Beulen. Vorarbeiter Christian hat sich bereits der Fronthaube angenommen. Erst wenn der Grobspachtel vollständig getrocknet ist, kann er bündig zur vorhandenen Oberfläche geschliffen werden. Ahmed beschäftigt inzwischen 11 Mitarbeiter. Das Tagesgeschäft der Lackierwerkstatt umfasst Unfallwagen, Lackreparaturen und den Karosseriebau. Auf den geschliffenen Grobspachtel folgt eine Schicht Feinspachtel, der von Hand geschliffen wird. So entsteht eine plane, glatte Oberfläche.
Also wir sind ein Team, A bis Z. Von Karosseriebauer, vom Vorbereiter bis Lackierer bis Finisharbeit. Das muss alles passen. Wenn Vorarbeit nicht passt, dann alles für Katz. Die viele denken, das ist alles so einfach, nur Farbe drauf, aber das ist nicht. Leider, wir haben 90% Arbeit bei Vorarbeit. Das sieht man, ja, wir haben Glück jetzt. Sieht sauber aus. 1, 2, 3, hopp. 4 Personen und pure Muskelkraft bringen die Überbleibsel des Käfers zu Fall. Unterstützt durch die Hebelwirkung dieser Spezialkonstruktion. Ihr dürft hinten zusammen hoch. Also 1, 2, 3, hopp. Stufe 1, jetzt kommt Stufe 2, Vorsicht. 1, 2, 3, hopp. Jetzt noch eine Stufe. Gut, 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 gut. Weiter, 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 weiter. Gut. Super, sieht gut aus. Notwendige Vorbereitungen für das externe Sandstrahlen. Der Käfer wird gründlich von verbleibendem Rost, Dichtungsmasse und Ölrückständen befreit. Dank der Konstruktion in komfortabler Arbeitshöhe. Wer steht auf dem Kopf? Also, das ist meine eigene Erfindung. Ich habe es immer schwierig gefunden, für einen Bodenbereich immer auf den Kopf schaffen, so langseitig tut auch Knick und kann man nicht effektiv schaffen, komme ich nicht überall hin. Für Dach zum Arbeiten, dann brauche ich nicht bückeln, einfach. Nach so vielen Jahren lernt man immer was dazu und dann habe ich gesagt, komm, probier mal so eine Kippvorrichtung vorbereiten. Hat auch funktioniert. Eine nützliche Erfindung, besonders bei diesem Käfer, denn hier wurde die Bodenplatte von Vorbesitzern an die Karosserie geschweißt. Ahmed lehnt solche einfachen Lösungen ab. Unser ganzer Prozess, Sandstrahlen, Grundieren, Spachteln, Füllen, Lackieren, Gesamtpaket ist schön. Wir lackieren nicht nur für optisch, sondern auch gegen Korrosion. Die Grundierung wird vorbereitet. Eine präzise Mischung aus Pigmenten, Harzen und Lösungsmitteln, angerührt von Lackierer Thomas Blind. Das ist ein Multifüller, dass wir dunkelgraue Grundierung haben für den Untergrund. Bedeutet, es ist ein integrierter Rostschutz in diesem Füller. Dann ist härter Verdünnung drin. Der Geruch ist stechend. Ich glaube, ich bin geruchsresistent nach 30 Jahren. Das, was ihr riecht, das rieche ich schon lange nicht mehr. Der Cocktail mit seinem schweren Geruch wird im sogenannten Rüttler gründlich vermischt. Die Lackierkammer sorgt für eine optimale Belüftung und hält Staub sowie Partikel zuverlässig fern. Damit die Lackierung optimal hält, wird zuerst eine Grundierung, der sogenannte Füller, aufgetragen. Sie schützt das Metall vor Korrosion und gleicht kleine Unebenheiten aus, sodass eine glatte Oberfläche entsteht. Der Füller wird in 2 Schichten aufgetragen. Ohne die Grundierung würde der Lack schnell abblättern und anfällig werden. Der Füller ist also entscheidend für eine robuste, langlebige Lackierung. Er wird dabei in ähnlicher Weise gesprüht wie der Lack selbst. Es ist Gefühlssache, es ist Erfahrung. Oftmals kann man es gar nicht erklären, weil das einfach die Hand funktioniert. Und in der Regel sagt man, man sollte einen 90-Grad-Winkel zum Objekt haben mit der Pistole. Und dann geht es natürlich um den Spritzabstand, um den Spritzdruck, um die Ziehgeschwindigkeit. Aber in der Regel einen Füller trägt man mit 1,6 bis 1,8 Bar Druck auf.
Dieses Fahren mit der Hand, das ist viel Erfahrung, viel Intuition. Da ist auch jeder Lackierer anders. Am Ende des Tages zählt eigentlich das Objekt und Qualität, wie es ausschaut. Sobald der Füller vollständig durchgetrocknet ist, wird er sowohl maschinell als auch mit Schleifpapier und Schleifpad angeschliffen. Dieses Aufrauen ist entscheidend für die Haftung der Lackschicht. Nur eine glatte, trockene Oberfläche verhindert spätere Blasenbildung und Ablösungen. Nicht leicht bei dem buckligen Fahrzeug. Das ist ein ziemlich runde Fahrzeug, was wir haben. Darum müssen wir auch viel mit Hand machen. Und die viel schwierige Stellen, wo ich gar nicht hinkomme, mache ich mit Pad. Da gibt es verschiedene Padarten. Das gängigste war das rote Pad, das ist ein bisschen grob. Den Feinde macht man mit irgendeinem Schleifpapier, 800 oder 1000er Körnung. Kommt drauf an, was für eine Farbton oben drauf kommt. Wann das helle Farbtöne sind oder metallic, wir gehen in feinere Bereich. Das ist ein bisschen Klauarbeit, staubig, dreckig, teilweise laut und stinkt und alles mögliche. Staub braucht man ein bisschen Gewöhnungssachen. Nach ungefähr 160 Stunden Vorarbeit ist es soweit. Das Verwandlungsprojekt wird endlich seine neue Uniform bekommen, als Retro-Polizeikäfer in klassischem Grün und Weiß. Wir kommen jetzt zur Lackierung von Karosse, also von dem Grün. Da haben wir uns anhand von der Farbtondokumentation, wie die Autos damals in den 60er Jahren lackiert wurden, herangetastet, haben jetzt ein Grün gefunden, das richtig gut zu dem Auto passt. Und aus diesen 6 Dosen erstellen wir jetzt den Grünton, was dann aufs Auto draufkommt. Die Zutaten für die Mischung sind präzise auf das Zehntelgramm genau berechnet. Anhand der Rezeptur, was wir uns rausgesucht haben, ist ein Gelb-Oxidton drin, ein lasierendes Schwarz, ein Weißton, ein transparentes Blau und ein transparentes Grün. Und das alles zusammen gibt dann letztendlich diesen Farbton von dem VW-Käfer. Ist für den Laie oder jemand, der sich mit dieser Thematik noch nicht beschäftigt hat, immer wieder faszinierend, welche Komponenten eigentlich in eine Farbe reinkommen, bis der Farbton dann letztendlich auch passt. Auch dieser Mix braucht starke Vibrationen. In schnellen, kräftigen Schwingungen vermischt sich der Lack bis zur perfekten Konsistenz. Beim Lackieren soll der Lack in wenigen gleichmäßigen Schichten die Grundierung abdecken. Würde Ahmed beim ersten Durchgang zu viel Lack einsetzen, würde dieser nicht richtig auf der angerauten Grundierung haften. Rotznasen und Blasenbildung wären die Folge. Also eine meiner Lieblingssprichwörter, weniger ist mehr. Je mehr Schichten, habe ich auch Haftungsstörung. Haftungsstörung bedeutet, dass der Lack nicht mehr direkt mit der darunterliegenden trockenen Schicht verbunden ist. Auch hier gilt Ahmeds Prinzip. Weniger ist mehr. Ich versuche mal maximal 2 Schichten, mehr nicht. Also 2 Schichten vollkommen ausreichend. Beim Lackieren des Dachs ist Vorsicht geboten. Staub und Partikel im Raum können sich auf den noch feuchten Lack setzen.
Saubere Luft und eine gleichmäßige Schicht sind entscheidend für ein perfektes Finish ohne Einschlüsse. Die Lackierkabine schützt den frischen Lack nicht nur vor Staub, sondern beschleunigt auch die Trocknung. Bei Temperaturen bis zu 60 Grad trocknet der Lack schneller und ist so zügig gegen Verunreinigungen geschützt. So, Thomas, komm, guck mal. Oh, Wahnsinn. Das ist ja richtig Hammer. Kommt toll raus, das Grün, ha? Glänzt schön. Ja. Keine Läufer, keine Rotznase. Alles bestens. Ja, schön. Aber schön glatt. Einwandfrei. Ja. Ja. Guck mal da. Ja, da haben wir 2, 3 Staubeinschlüsse, größere. Ja, das kriegt man aber genau, schon. die kriegen wir rauspoliert. Also kein Grund zur Panik, nichts Außergewöhnliches. Ja, toll, wenn das zusammengebaut wird, dann noch schöner. Und für uns die Staub polieren ist eine halbe Stunde, wir sind durch. Es geht ziemlich einfach, aber muss halt richtig trocken sein. Bis morgen trocknet es richtig. Genau. Da kann man polieren. Kein Problem. Jetzt ist Sorgfalt und viel Erfahrung gefragt. Staubeinschlüsse treten häufig auf horizontalen Flächen wie dem Dach auf. Ahmed schleift sie mit feiner Körnung punktuell heraus. Da muss man ganz vorsichtig machen. Lieber immer wieder kontrollieren. Manchmal ein bisschen lieber weniger wie mehr. Wenn durchgeschliffen haben wir verloren. Die geschliffenen Stellen werden mit sehr feiner Körnung plan an die umliegenden Flächen angeglichen. Haidar hat bei dem Polizeikäfer eine besondere Verantwortung. Ich gucke immer mit Lampe, da sieht man alles wieder rausgekommen. Da hier, da hier, da hier, da hier. Ich mache das ein bisschen gut und als Polizei gehen und dann habe ich nicht gut gemacht, vielleicht kommt Gefängnis. Das Polieren gleicht schließlich die letzten Strukturunterschiede aus. Stück für Stück fügt sich der Käfer wieder zusammen. Jede polierte Fläche, jede Schraube und jeder Handgriff zeugen von Sorgfalt und Hingabe. Ahmed und sein Team haben aus dem rostigen Fund ein echtes Schmuckstück geschaffen. Künftig wird Ahmed den Retro-Polizeikäfer für Oldtimer-Treffen, Verkehrsübungen mit Schülern und Polizeifeiern zur Verfügung stellen. Ein rollendes Stück Geschichte, das Begeisterung weckt. Der Käfer erstrahlt in seiner neuen Uniform, bereit, wieder auf die Straße zu rollen. Jeden hat irgendeine Verbindung mit Käfer. Entweder Kindheit, von Elternhaus oder erster Führerschein oder erster Fahrzeug. Irgendeine Connection ist immer da und das bringt einfach Lächeln im Gesicht. Und wenn man das sieht, dann ist die ganze Arbeit hat sich rentiert. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.